Hörverstehen, Teil 3. Sie hören einen Vortrag. Sie hören den Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65 bis 74 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt die Stichworte. Sie haben dazu 1 Minute Zeit. Deutschlehrer Orhan Yiğit. Meine Damen und Herren, zum Abschluss unserer Konferenz Private Hochschulen kontra staatliche Universitäten, eine Bestandsaufnahme, freue ich mich auf den Vortrag von Frau Petra Fahrenholz von der Stiftung Dunkirk im 21. Jahrhundert. Sie wird uns ihre Sicht zu unterschiedlichen Aspekten der privaten und öffentlichen Hochschulen vortragen. Ich übergebe nun das Wort an Frau Dr. Fahrenholz. Bitte sehr. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich als erstes ein paar Worte zur Entwicklung des privaten Hochschulsektors sagen. Die 1982 gegründete Universität Bitten-Herdecke war die erste freie private Universität in Deutschland, die auch staatlich anerkannt wurde. Inzwischen sind nach Angaben der Stiftung Hochschule im 21. Jahrhundert deutschlandweit rund 100.000 Studenten an rund 100 privaten Hochschulen eingeschrieben. Hinter der Einführung von privaten Hochschulen in Deutschland stand die Idee, man könnte mit einer kleineren und feinen Variante eine attraktive Alternative zur staatlichen Hochschule schaffen. Schließlich fällt jeder in Klagen über die großen staatlichen Universitäten, wo wegen der großen Zahl von Studierenden die Lernbedingungen häufig nicht optimal sind und ein erfolgreiches Studium erschweren. Die Folge davon ist, dass sein Studium oft abgebrochen oder aber erst sehr spät beendet wird. Dies wirkt sich dann natürlich negativ auf die Chancen am Arbeitsmarkt aus. Im Unterschied dazu werden die privaten Hochschulen damit besser auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen und qualitätsvolle Studienbedingungen zu bieten. Auch für Schüler auf den ersten Blick scheinen die privaten Hochschulen auch tatsächlich außergewöhnlich gute Voraussetzungen für einen schnelleren und erfolgreichen Studienabschluss zu ermöglichen. Ob jedoch das neue private Hochschulmodell, dem der alten öffentlichen Universität oder Fachhochschule wirklich in jeder Hinsicht überlegen ist, möchte ich hier genauer untersuchen. Wodurch unterscheidet sich die private Hochschule von der Staatlichkeit? Zwischen einer privaten und einer staatlichen Hochschule 2 wichtige Unterschiede. Die Bewerbung um den Studienplatz ist anders und es enthält erhebliche Studiengebühren zu zahlen. Während bei der Bewerbung an einer öffentlichen Hochschule allein die Schulnote darüber entscheidet, ob ein Bewerber zum Studium zugelassen wird, spielen bei den privaten Hochschulen noch andere Aspekte eine Rolle. So ist hier die Durchschnittsnote vom Schulzeugnis nur eines von vielen Kriterien. Beim Bewerbungsverfahren an privaten Hochschulen führt man außerdem auch Gespräche mit den Studierenden und versucht, mit verschiedenen Tests herauszufinden, wer tatsächlich geeignet ist. Auf diese Weise wollen die Hochschulen die Lernbereitschaft und das Interesse der Bewerber für den gewählten Studiengang testen. Danach entscheiden die beteiligten Hochschullehrer in einem gemeinsamen Beratungsgespräch, ob ein Bewerber aufgenommen wird. Der Vorteil ist, durch diese Form der Bewerbung ist es mit schlechteren Schulnoten möglich, ohne Wartezeit ein Studium zu beginnen.
Ein wesentlicher Nachteil eines Studiums an einer privaten Hochschule sind natürlich die Kosten. Die Kosten für ein Studierende anzulocken. Das Studium an einer privaten Universität oder Fachhochschule ist stärker verschult als an den staatlichen. Das heißt, dass die Studiengänge straff durchorganisiert sind. Studienzeiten und Prüfungen sind festgelegt und es geht mehr um die reine Vermittlung von Wissen als um eigenständiges Entdecken oder Forschen. Dies hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Es bringt für diejenigen Vorteile, die nicht an selbstständiges Arbeiten gewöhnt sind und klare Strukturen brauchen. Außerdem erfahren die Professoren durch häufige Prüfungen und Tests, welche Stärken und Schwächen die Studierenden haben und können diese gezielt unterstützen. Die Verschuldung führt andererseits dazu, dass Studierende nur wenig Freiheit haben. Sie können ihr Studium kaum nach ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen gestalten. Wer zum Beispiel später in der Forschung arbeiten will, wird darauf möglicherweise nicht optimal vorbereitet. Lassen Sie mich noch einmal auf die Vorteile der privaten Hochschulen zurückkommen. Die Einnahmen aus den Studiengebühren erlauben es den Studierenden eine bessere technische und personelle Ausstattung zu bieten als die öffentlichen Universitäten. So finden Studierende an privaten Hochschulen zumeist sehr gut ausgestattete Räumlichkeiten vor. Es gibt keine langen Wartezeiten auf einen Laborplatz. Private Hochschulen sind außerdem meist kleiner als staatliche Hochschulen oder Universitäten. Statt in riesigen Hörsälen für mehrere hundert Studierende, finden die Seminare in kleineren Räumen mit nur wenigen Studierenden statt. Häufig ist ein Professor für nur 10 bis 20 Studierende verantwortlich. Die Studierenden stehen mit den Professoren in regelmäßigem und direktem Austausch. Dies ermöglicht ein sehr konzentriertes Arbeiten und führt letzten Endes zu kürzeren Studienzeiten. Ein großer Vorteil eines Studiums an einer privaten Hochschule ist ein möglicher schnellerer Berufseinstieg. Die privaten Hochschulen stehen meist in engem Kontakt zu Unternehmen und Studierende können durch Praktika frühzeitig einen Einblick in den Berufspraxis erhalten. Vereinzelt sitzen auch Vertreter der Unternehmen in den Weilecken der Hochschulen und bieten Praktikumsplätze oder direkte Einstiegsmöglichkeiten nach dem Studium. Oft suchen sich Firmen die passenden Mitarbeiter bereits in den Hochschulen aus. Diese enge Anbindung von Unternehmen an die Hochschule kann natürlich auch kritisch gesehen werden, da die Unabhängigkeit der Forschung und auch der Lehre in Gefahr geraten kann. Kann man ein Studium an einer privaten Hochschule empfehlen? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Studium an einer privaten Hochschule den Studierenden Ende des 3. Teils. Vorbereitet vom Deutschlehrer Orhan Yiğit.